Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge W60 Players to Watch. Ist erstmal dran hier nach 3 Spieltagen, okay, vielleicht eher 2, abzüglich der Lex, aber mal was ganz anderes. Helle wieder hier direkt zum Serverstart in einer, sage ich mal, Eco-Gilde. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Top-Gilden auf jeden Fall auch davon profitieren. Aber ich finde, man hätte dann eigentlich sagen können, man macht den Elevator eine Woche später. Nicht zuletzt natürlich wegen der Problematik, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu entschärfen, aber auch da nach einer Woche Spielzeit, sage ich mal, auch andere Gilden etwas mehr vielleicht vom Elevator haben. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, ja. Wir wollen uns auf jeden Fall die Players to Watch angucken. Ich glaube, ich werde also heute nicht offiziell, aber nächste Woche vielleicht auch noch ein anderes Tool dazu nutzen. Muss mir das selber mal angucken, wie das so aussieht. Und ja, wir schauen mal rein. Also ich mache jetzt noch keinen direkten Vergleich, das war ja noch nicht so viel möglich. Wir gucken einfach, wie es nach 3 Tagen aussieht. Das ist jetzt 1:55 Uhr, also es könnte auch sein, dass es nicht ganz 3 Spieltage sind. Ist ja letztendlich wurscht. Arcadia Miran macht mal wieder den Anfang, ist nämlich einzige Person mit A. Und man kann ja leider nicht anders filtern. 95, also nach 3 Tagen. Das ist ähnlich gut, wie ich unterwegs war mit dem Assassinen damals auf S41. Also das ist auch schon ein bisschen teuer, könnte ich mir sagen. Ich hatte letztens gar nicht erwähnt, dass er auch streamt. Der war wohl auch zum Serverstart da. Ich glaube, ich habe mir den Stream vor einigen Wochen oder Monaten mal angeguckt. Ich weiß nicht, bei irgendjemandem war ich mal. Könnt ihr auch mal reingucken, ne? Er hat auf jeden Fall Content zu bieten. Jetzt natürlich auf einem guten Main-Char und auf einem zweiten recht guten Char. Ist jetzt hier 52. in der Ehrenhalle. Ich bin mir nicht sicher, ob das A besser sein könnte. Obwohl, mit dem Level vielleicht gar nicht so. Wir sehen aber, dass er auch schon mit dem Schmiede arbeitet hier. Also hier fehlt jetzt im Prinzip, nach 3 Tagen ist natürlich schwierig, weil man noch nicht 105 ist, aber hier kommt dann demnächst noch der Arena-Manager und wenn die 90 Dungeons besiegt sind, halt dann auch Twister und überhaupt im Schatten einiges. Da kann man dann auch nochmal hochbrechen. Aber 95 ist schon nicht schlecht. Also ich kann den Baden halt nicht einschätzen, aber ich weiß, dass ich als Assassine, um das zu erreichen nach 3 Tagen damals schon, ja, ich glaube, ich war im Bereich 20k Pilze oder so. Ich habe es natürlich auch nicht optimal gespielt und man hatte nicht so viele Optionen wie heutzutage. Das war schon recht viel. So, Belliger. First Time Bearsy. Spielt's entspannt weiter. Okay, jetzt habe ich aber gesehen zum Update. Im Moment falsch. Guck ich doch mal rein. Ich würde es mir eigentlich gar nicht angucken. Doch, er hat auf jeden Fall noch gespielt. Es sind noch Level gefallen. War mir jetzt gerade nicht sicher. Aber da sind noch Level auf jeden Fall gefallen. Das ist jetzt definitiv von mir bestätigt. So, Bueno ist auf 79. Hat also die Pets freigeschaltet und wahrscheinlich auch schon ein paar Dungeons gemacht. Wartet jetzt auf den nächsten Key. Und dann geht es wieder nach vorne als Assassine. Auch dabei in den Top 100 stand jetzt. Also man kann... Also ja, der Server, wir gucken gleich nochmal in die Ehrenhalle am Schluss rein. Sage ich dann am Ende was dazu vielleicht. So, Brain Pain 40 Ehrenanstalt, das hat auch nochmal gut gelevelt heute. Ich gucke bloß mal schnell drüber, um zu gucken, ob auch die Gilden die gleichen sind. Ne? Also das ändert sich ja manchmal sehr, sehr schnell. Dann haben wir jemand Neues dabei. Deluxe, der ist ein Level höher. Also die beiden sind vielleicht in einem Fight, SA, ja. 54% ja auch schon möglich. Also das ist so das, wo ich dann denke, mit 95 hat man vielleicht nicht auch die Chance, etwas besser zu sein im SA, aber das kommt halt auch immer auf den Server drauf an. Und dann kommt Donzeus, der hat noch die 50 voll gemacht. Leider ist jetzt kein Epic-Event mehr, aber es geht auch ohne. Neuer Dungeon Key, dann geht wieder ein bisschen was. So ist es ja oftmals, ja. Leister. Achso, genau, ich habe gar nicht geguckt. Momentchen, jetzt hier. Keine Description hier.
Suche Deutschsprache in 320 alle mit Ambitionen. Okay. Ist People in Paris eine deutschsprachige Gilde? Oder ist das noch... Ist die Suche noch aktuell, ja? The Hardcore Pro. Oh. Mal auf S6, S28, W58. Also Server, die ich außer W58 nicht gesehen habe. Kann leider morgen wieder antworten. Also, ja, das ist ja die Gildenleiterfunktion auch, ne? Die da das Ganze immer ein bisschen schwierig ist. Fangirl Clubs, nein. Okay, jetzt habe ich alles gelesen, nice. Esther Rosa, Assassine, 105. Ja. Da wird geballert, ja. Ja, also Top 100, weiß nicht. Könnte wahrscheinlich sogar höher sein, wenn er jetzt auf Ehrenhalle spielt. Also das ist Assassine. Ja, bisher der höchste Spieler in dem Players to Watch hier. Nice. So, Eto. Cheap Fleet hat auch nochmal gelevelt. Sehr gut. SA ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was gegangen. Also ich finde, das Gesicht ist... Das könnte fast schon ein gezeichneter Avatar sein, oder? Die Lippen? Oder ist das ein gezeichneter... Ganz ehrlich, ich bin nicht so firm in dem Ganzen, aber das sieht mir so... Das sieht mir so individuell aus. Aber die Ohren, ich weiß nicht, bei den... Also von den Reihen, von den Vorlagen her... Ich bin halt auch nicht... Die Augenbrauen... Bei der Augenbraue würde ich jetzt wieder sagen, das ist wahrscheinlich kein individuelles Avatar. Ja gut, eigentlich stimmt. Ein individuelles Avatar hat ja meistens dann auch hier unten was, ne? Ach, keine Ahnung, also... Eto, du hast mich da vor einen großen Rätsel gestellt. GZ dafür. So, Ghost Farah, nach wie vor bei den Anfängern. Auch nochmal gelevelt. Ja, wir versuchen einfach ein bisschen SA zu machen. Man kann nichts falsch machen. Ne? 25 erreichen, irgendwie so schnell wie es geht für die Festung. Das ist dann nicht schlecht. Als Free-to-Play-Spieler kann man auch nicht früh genug damit anfangen. Achso, Moment, hier auch wieder vergessen. Ja, okay, ohne. Ist natürlich auch schwierig ohne Dungeons, ja. Da dauert es ein bisschen länger. Sind Karten, die mit der guten Laune. Aha. Also, wenn man gute Laune haben will, geht man zu Zen Garden. Kantelbart, Free-to-Play auf 38 gespielt. Okay, er ist natürlich auch Free-to-Play unterwegs, aber er macht Dungeons. Es gibt dann natürlich einen großen Unterschied in der Ehrenhalle, ja. Und dann ist Gully dabei aus Hollywood. 109, nee, mittlerweile sogar 116. Also der spielt schon Tag 4. Schönes Motto, by the way. Muss man sagen, Gully war auch schon dabei. War ja auch schon 60 gewesen damals. Da ging am 3. Tag was. Und wie gesagt, er spielt jetzt auch weiterhin aktiv. Also einer der Top-Spieler hier auf dem Server. So wahrscheinlich Top 30 Niveau, könnte ich mir vorstellen. Habibi Boxberg aus dem Ruhrpott ist dabei. Und ja, da wurde auch nochmal gespielt, ja. Mal Update, das Update war ja mittendrin im Prinzip. Da ist nochmal was passiert hier. Ja. Heidi Abi hat kleine. Was meint er denn? Kleine Sammelalben. 9%. Geht noch ein bisschen was. Ich freue mich, wenn er die 10 erreicht hat. Und dann weitermachen. So, und dann kommen wir zu Ims. Ims hat auch noch gespielt. Da ist es so, dass die Reise auch noch nach oben gehen kann bei ihm, glaube ich. Ein bisschen drauf an, wie er das angehen mag oder so. Also ich meine, solider 300 Aluta ist jetzt halt um die, sag ich mal, Level 30 oder hat dann schon ein paar Dungeons gemacht. Weil um einige mehr Dungeons zu schlagen, muss man dann halt Pilze ausgeben für die Mine, für die Edelsteine und sowas. Dann braucht man auch teilweise Gold, muss man sich ja farmen, das macht halt nicht jeder. Also deshalb nur gespannt sein. Er hat aber ein gutes SA fürs Level, definitiv. Und der Mampkag, ja, der hat auch noch ein bisschen gespielt, hat noch ein bisschen Epic-Event hier genutzt, wie ich sehe. Ist ja nicht so einfach, das Kampfgang hier auch 63, also fast so ein gutes SA wie... Stimmt, was hat er denn eigentlich? Esther Rosa hatte 62? Ja, die haben alle so um die 64% bei dem Level. Entweder alle gleich nicht optimal oder es geht halt wirklich nicht mehr. Guck mal auf Mangokran. Anstalt hat auch nochmal ordentlich gelevelt. Auch das SA gefällt mir. Das ist ein guter, das ist schon ein bisschen höher halt als ein so Eco 300 Alucha, ne? Da ist
Da ist ein bisschen mehr dahinter, ja. Und am Tag 1 nur Level 10 mit 0% SA lief. Einer der 10er, ja. Matzi auch aus der Irrenanstalt, geht sogar noch eine Stufe höher, 60, hat also halt Zugriff auf die Hexe. 63% SA, aber mit dem Level wiederum, das sagt mir, dass oben schon mehr gehen müsste. Matzi macht's vor. Ja, das ist not bad, was da abgeht. Mentatron, weiterhin bei Helget, oh, ein 88er. Gerade erwischt, ja. Aber auch Assassin, das ist echt krass. Also, gerade einige der höheren Level hier in der Blaze sind Assassinen. Also, ihr fühlt die Klasse halt einfach, ne? Muss man so sagen. Dann kommen wir zu Mentok. Mentok 33, ja, genau, das war, glaube ich, Free-to-Play-Spiele. Und, ja. Er hat mir gezeigt, wie man das ausspricht. Ich kann das jetzt leider nicht reincutten. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht, ja. Lass das einfach drinstehen, ja. Und nach der Server-Start. Shit. Er wird hier kein Geld mehr investieren in den Server. Aber auch interessant, ne? Hat 5 Euro ausgegeben und ist vom Level jetzt auch nicht viel weiter weg als ich. Und er ist ja sogar Magier, ne? Also, da sieht man mal wieder auch, wie ineffektiv ich teilweise spiele. So, Ned Flanders ist neu dabei. Von den Endgegnern. Oder von den Endgegnern. 43er Magier. Wird es auch ein bisschen höher gesetzt. Hat aber auch erst am 19. angefangen. Weiß nicht, wie viele Pilze er hier so ausgeben will. Er hat eine Referenzschar auf W52. Mascarella als Assassine. Okay. Nicht einschätzen, aber wahrscheinlich ein Spieler, den wir halt im guten Mittelfeld langfristig sehen werden, ja. Und außer ist ja eh alles. Nocto. Ja, den hatte ich ja vergessen gehabt, ne? Beim letzten Mal schon. Macht sein Ding. Ist Part des Wolfsrudels und wartet jetzt wahrscheinlich auf einen schönen, fetten gelben Stein, damit er den in seine Waffe reinballern kann. Also ich könnte mir vorstellen, ich drücke dir die Daumen noch, dass du den gelben Stein kriegst. Definitiv, ja. So, Primetime ist auch neu dabei, auch aus dem Zen-Garten. Also wir haben jetzt auch mehr Leute aus dem Zen-Garten vertreten hier. Das sind ja die Leute mit der guten Laune. Also, macht mir Spaß, schreibt mir schöne Sachen, freue ich mich. Ja, da habe ich dann auch gute Laune. So ein Psychopath ist im Kampf gegen der Gildenleiter mit der Donzeus, ne? Beide knapp, also erst 49, der andere 50, er ist aber Krieger. Die beiden haben also ihren eigenen individuellen Fight. Aber die wichtigere Sache ist natürlich, die Gilde zu führen, ne? Also, zumal er hier auch seine ganzen, oh, wie lange er das noch durchhält, weiß ich nicht. Sehr verärgerter Spieler. Aber, ja gut, den Schlüssel nach 50 Alu, tatsächlich kann das passieren. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Schlüssel sucht, nehmt immer die kürzeste Quest, weil die Fundchance ist meines Erachtens nach die gleiche, egal wie lang die Quest ist. Zumal ihr ja den Schlüssel schon vorher getriggert bekommt, ne? Also das heißt, je kürzer die Quests sind, desto mehr Quests könnt ihr annehmen, desto höher ist die Chance, den Schlüssel zu kriegen, ne? Also auch heutzutage, also ich kann mich auch an den Tag erinnern, da habe ich teilweise 200 Alu so für einen Schlüssel verbraten. Warum auch immer. The Relicted ist auch neu. Er ist auf 13 Kundschafter unterwegs. Da letztens, also er müsste eigentlich aktiv sein, weil der ist ja erst frisch reingejoint, ne? Aber na, schwierig. Also Salty Brawler können wir jetzt rausnehmen. Der ist wirklich weg. Sergio hat sich auch nochmal auf 34 hochgespielt. Der will mir hier Konkurrenz machen. Also, da muss ich ein bisschen drauf achten, dass er nie an mir vorbeizieht hier, der Kollege. Aber ist ja kein Wettbewerb. Ne? Also da müsste ich mich eher an Stahlkuchen richten, der jetzt hier auch auf 105 unterwegs ist. Sogar als Kampfmagier, was natürlich auch ein bisschen teurer ist als Assassine oder vor allen Dingen als Bersi. Tendenziell könnte er noch ein stärkerer Char sein. Ist auch sehr weit oben in der Rangliste hier. Er will Top 3 Battle Mage sein. Der Server hat jetzt ungefähr 10.000 ausgegeben. Mir haben sich schon einige glorreiche Helden die Zähne ausgebissen. Ist umso geiler dieser Text, weil er halt Stahlkuchen heißt. Also,
Das ist schon not bad, ja. Ja, hier kommt ja dann der Arena-Manager jetzt. Mal sehen, wie schnell er wie viel Prozent hat. Also im Vergleich auch der anderen Spieler, die ungefähr in dem Level sind. Okay. Trivo. Hier wurde die Gilde 6 Server. Oh, hier sind aber Spieler dabei, die man auch kennt hier. Die vielleicht auch vorhatten, ein bisschen was zu machen auf dem Server, ne? Sehr geile Idee eigentlich. Also zumindest mal auch die Missstände alles aufzuweisen. Oh, da sehe ich Kraftal auch. Ach, hier. Das Level ist gar nicht aktualisiert, wollte gerade sagen. Der spielt doch 27 als komisch erachtet, ne? Ja, Trivo ist gequittet. Dementsprechend, ja, wer bei der zweiten Legion dabei gewesen ist, natürlich auch ein bisschen schade. Aber ich merke gerade, ich habe noch einen vergessen, glaube ich. Den Asmo, den müssen. Ach ja, der fängt auch mit A an. Den gucken wir zuletzt. Ah ne, gucken wir jetzt an. Ja, ich mir jetzt gerade auf. Ich sag ja, schreibt es mir bitte immer als YouTube-Kommentar. Da sehe ich das besser. Obwohl in-game eigentlich müsste ich es einfach schnell machen. Vergesse ich aber. Ja, auch ein Assassine. Und wir gucken den aber hier an, ne? Ist er jetzt. Nee, Arcadia ist trotzdem noch erster, ne? Ja. Das ist natürlich dann auch ein super Vielkampf hier teilweise mit den Leuten. Gulli übrigens jetzt schon 121. Ja, der macht jetzt hat jetzt schon die 90 Dungeons gecleart. So, Stahlkuchen war mal. Trivo können wir also wahrscheinlich rausnehmen. Ja, genauso wie Universe. Schade, hätte ich auch gern gesehen, was er mit dem Demon Hunter vielleicht vorhat, zumal er ja auch erstmal den goldenen Rahmen schon gekauft hat. Also das würde ich dann wahrscheinlich erst immer nach den ersten 3 Tagen machen. Varosch aus der zweiten Legion, der ist Kundschafter mit 62. Auch meinem guten SA, auch ein Spieler, den wir langfristig relativ weit oben sehen können, hat sich dort durchaus festgesetzt. Ja, da gingen einige Level vom letzten Mal, also definitiv recht nice. WC-Boy ging auch noch ein bisschen was. Hat sogar gute Steine gekriegt. Da hat er bestimmt noch mal einen Dungeon geschafft dadurch. Ne? Die Tränke sind ja gar nicht so schlecht. GZ, WC-Boy. Die Irrenanstalt freut sich selig mit dir, genauso wie der Whopper. Chopper, da ging auch noch mal was. Hat sie auch den Rahmen hier gegönnt. Auch ein gutes SA fürs Level. Also da merke ich, dass ich auch noch einiges machen könnte, wenn ich will. Hat er auch Glück mit dem Stein. Nicht schlecht. Ja, auch Spieler aus dem guten Verfolgerfeld, ne? Oder kommen wir zu WWW. WWW zum Beispiel hat die Gilde gewechselt auch. Ist jetzt bei Ziu. Mit 160 Mushrooms paid als Krieger. Was ist denn Ziu für eine Gilde? Oh, schön, alle sehr nah beieinander. Da fühlt man sich doch gleich wahrscheinlich als Gemeinschaft viel wohler. Aber eine polnische Gilde. Okay. Wird WWW da bleiben oder was ist hier der Hintergrund? Ja, das weiß ich nicht. Dann hat sich ein Rätsel gelöst. J-Pua heißt J-Pua oder J-Y-Pua, Y-Pua, aber mit so einem Apostroph oben. Deshalb habe ich ihn nicht gefunden. Ist also auch ein Bersi auf 49. Wir haben ja oben noch mehr Spieler auf 49, zum Beispiel mit Psychopathen. Im etwas unteren guten Mittelfeld angesiedelt dann derzeit. Das kann sich alles noch variieren, hat aber auch auf jeden Fall wahrscheinlich mal Böse für die Steine ausgegeben, weil was ist, Leister hat mich dazu gezwungen, ja wahrscheinlich hat er ihn dazu gezwungen, Steine zu skippen, aber damit kommt man natürlich, er ist ja sogar Krieger, kann ich gemerkt, weil das sah aus wie das Ding als Krieger, 49 ist natürlich ein bisschen teurer als Bersi, also auch nicht schlecht. Und Zegarek ist aus der Irrenanstalt geflohen. Spielt jetzt bei Welten im Wandel. Es gibt sogar Welten im Wandel. Oh. Was macht er hier? Zegarek hat geschrieben, das ist sein letzter Server, dachte ich. Und hat jetzt hier eine
Gilde gegründet. Ist das... Ich meine, ich denke ja natürlich da an S41, ne? Ist ja die Gilde Rang 2. Boah, interessant. Schauen wir jetzt mal zum Schluss noch oben in die Hall of Fame. Und jetzt, denke ich, wird sich ein Bild zeigen. Also, als die ganzen Lags waren, hat das aber wenigstens immer funktioniert, ne? Dass man direkt auf die 1 gehen kann. Also, wir haben den Raketenpeter auf... Hey, der Raketenpeter, der wollte... Wieso ist der auch nicht? Der ist ja auch nicht bei mir, den habe ich auch vergessen. Der Raketenpeter ist sich bei mir beworben in dem Players to Watch. Okay, dann ist klar, dass die anderen versuchen müssen, ihn einzuholen. 220, Rang 3. Ja, es gibt immer wieder Spieler, die halt nicht wissen, wie das sein kann, dass Spieler so hochkommen. Ich meine, wenn man jetzt vielleicht nicht Melendez die ganze Zeit im Stream verfolgt hat, man muss sich vorstellen, dass die Spieler immer wieder Pilze ausgeben für neues Equipment, für neue, bessere Steine. Die nehmen alles mit, versuchen Dungeons sehr häufig. Bei einer geringen Chance kann man den irgendwann schlagen. Was halt sehr interessant ist, ist, dass Melendez ja als Krieger auch schon 214 ist. Dann Karten als Assassine auch. Ja gut, Berserker, Demon Hunter, da kann man sich's vorstellen. Aber das ist halt noch ein Vielfaches teurer teilweise, ne? Also 68.000 Pilze. Also ein Großteil davon hat er gekauft. Also das Sponsoring macht da nur einen kleinen Teil aus. 68.000 Pilze, das muss man sich ja hochrechnen. Das sind grob eigentlich 2.000 Euro. Also locker 1.500 Euro hat er bestimmt hier reingesteckt in diese 3 Tage. Und das Lustige daran ist, dass ich das wahrscheinlich gar nicht schaffen würde, wenn ich das auch machen würde. Also das ist halt schon eine Hausnummer. Wenn ihr seht, dass Leute so hoch sind, macht euch da keinen Kopf. Es braucht zum einen viel Geld, es braucht zum anderen viel Zeit und es braucht Knowledge. Du brauchst alles an Ressourcen, damit das klappen kann. Und Melendez hat diese Ressourcen. Die Knowledge hat er sich erarbeitet, die Zeit hat er auch und das Geld hat er sich auch in seinem Leben einfach erarbeitet. Ne? Also dementsprechend ist er in kurzer Zeit zu einem richtig krassen Spieler gereift. Ne? Also das Hut ab. Ja. Und da war er natürlich trotz des Serverstarts hier dabei. Ich finde krass das Profilbild, ne? Also da hat man schon gar keine Lust, ihn anzugreifen. Also selbst wenn ich jetzt theoretisch eine Chance hätte, würde ich es nicht machen. Ja. Aber ansonsten haben wir einige Spieler, also 6 über 200 und einige im Verfolgerfeld hier. Ungefähr 60 Spieler, vielleicht über 100, bisschen mehr, 70. Haben wir auch nochmal 120, also vielleicht sogar 80 Spieler über Level 100. Einige dann noch knapp dran. Es ist ganz schwierig zu sagen, ob das jetzt das Maß der Dinge ist. Es ist natürlich eine gute Leistung, aber es hätte besser sein können. Ich glaube, es war geplant, auch dass es besser wird. Aber gut. Langfristig wird man ja sehen, wie sich der Server einordnet. Ne? Und ich denke, wir werden irgendwann nochmal einen Vergleich machen mit anderen Servern. Aber so viel erstmal war es das mit den Players to Watch. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich Level 40 werde, den nächsten Dungeon Key hole und dann auf Level 200 hochpushe. Kann man. Nein. 50 wäre nice, aber da muss ich auch wieder viel gemmen. Das will ich eigentlich gar nicht, aber einen machen wir noch. Haut da auf jeden Fall rein, Leute. Macht ihr Tschüss und Servus. Euer Basti.